Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. So, einen schönen guten Morgen zusammen. Ich würde heute gern mal wieder so ein 3-Karten-Reading machen. Also wo stehen wir, wie entwickelt sich das und wie kommen wir raus? Ui, ui. Ja, wir sind am Aufwachen, am Erwachen. Dann haben wir den Reinigungsprozess und wir haben die Fröhlichkeit. Unterm Deck haben wir das Heiligtum. Jetzt lasse ich noch kurz Lennys draufspringen und dann legen wir los. Die Störche. Und hier haben wir unterm Deck den Hund. Okay, dann schauen wir mal. Also was ich bei den Lennys schon sagen kann, es ist einfach so, dass unser seelisches Gerüst neue Möglichkeiten sucht. Dass wir auf der Seelenebene Reinigung erfahren, dass wir Wege treffen, bei denen wir wieder lachen können. Und dass es so ist, dass etwas in uns aufblüht, das uns zur Veränderung führt. Vielleicht auch zu einer Veränderung für uns selbst. Und ich habe aber auch tatsächlich finanzielle Sachen mit dabei, ne? Neue Optionen in diesem Bereich und. Ja, mit der ersten Karte haben wir hier, dass wir nicht zögern sollen. Es ist okay, dass wir langsam machen oder dass wir in kleinen Schritten vorangehen, aber es ist auch wichtig, dass wir eben handeln, weil hier kommt ein Neubeginn, eine Veränderung, die der Neubeginn mitbringt. Da kann es auch sein, dass manches da noch ziemlich komisch ist außen oder Verwirrung mitbringt. Aber man darf ja mit Entschlossenheit seine Dinge umsetzen. Es ist Frühjahr, da verabschieden wir ja sowieso immer das Alte und laden das Neue ein. Es fühlt sich vielleicht noch so ein bisschen wie ein Übergang an. Aber hier entsteht eben auch neues Leben und die Botschaft der Karte ist einfach, hier sind große Veränderungen. Der Storch ist die Karte der Veränderungen. Man darf aufwachen. Irgendetwas ist da, was uns wachrüttelt. Es kommt eine transformierende Kraft, ein Umbruch. Und es kommt ein großzügiges, tolles Endergebnis, wenn wir eben auch die Schwankungen von solchen Sachen damit akzeptieren. Das ist so die Ausgangsposition. Dann haben wir hier, was ist nötig oder wo dürfen wir noch ein bisschen ran? Was hilft uns an diesem Punkt rauszukommen? Und da haben wir mit der Kiefer den Reinigungsprozess. Mit den Fischen auch immer dieses seelische Gerüst, aber auch das, was man an Materie braucht. Da geht es auch um die Energie außen, ne? Also sozusagen um unser Umfeld. Und es geht darum, dass die Karte uns sagen möchte, dass wir loslassen können, was nicht länger dienlich ist, dass wir weglassen dürfen, was uns nicht länger unterstützt. Da, wo auch die Dinge jetzt, sage ich mal, auf der seelischen Ebene keinen Spaß machen oder wo man keine Freude dran hat, dass man das einfach auch bewusst verabschiedet. Hier kann auch sein, dass man sehr überladen ist. Das ist jetzt entweder von Dingen, die man um sich stapelt oder auch von Sachen, die innerlich schwierig sind. Und dieser Prozess möchte eigentlich Leichtigkeit in unser Leben bringen. Und da geht es eben darum, dass man das von innen und von außen tut. Wir haben mit den Fischen auch das Thema Wasser, ja. Dass man bekömmliche Nahrung in sich gibt, dass man unbeschwert lebt, dass man Schwingung erhöht. An sich ist das so eine Ankündigung für eine Schwingung, die sich komplett verändert, also eine höhere Schwingung.
Aber wir können hier das Alte nicht mit in das Neue nehmen, deshalb darf es weg. Hier gibt es so viele Dinge, wenn ich meinen Kleiderschrank angucke beispielsweise, dann räume ich regelmäßig aus und gebe weg, was ich schon ewig nicht mehr angehabt habe oder was ich aufhebe und denke, irgendwann passt es wieder. Das ist totaler Quatsch, denn am Ende bleibt es nach 3 Jahren immer noch liegen und da kann man das, glaube ich, auch ein bisschen üben, wegzugeben. Ne? Und natürlich ist das Loch, das im Kleiderschrank entsteht, wenn ist es nur ein Beispiel, ausgemistet wird, auch wieder da, dass man es auffüllen kann und dass man etwas reingibt, was dann auch wieder Freude macht. Es bringt einen großen Ausgleich mit, man fühlt sich stärker und die Energie ist einfach frischer. Ne? So, dann haben wir hier den Hüttensänger. Hier sind die Wege, die man geht, die Entscheidungen, die man trifft, die Möglichkeiten, die man hat. Und der Hüttensänger bringt das Thema Fröhlichkeit mit. Ja, und hier entsteht ein Weg sozusagen, bei dem man feiern kann und Spaß haben. Man sagt wieder Ja zum Leben. Das sind dann keine Zweifel mehr, da ist große Klarheit. Hier versteht man auch mehr wieder, dass es Sinn macht, glücklich zu sein, Glück zu empfinden. Und das ist auch das, was die Seele erwartet. Und die zeigt sich ja hier, hey, ich möchte gesehen werden, reinige mal was. Und es ist hier wichtig, dass man das Auge darauf lenkt, auf das, was uns beschwingt oder auch erfreut und nicht auf das, was man nennt, so ich ziehe dich mit runter oder da ist nichts Schönes. Und es ist auch die Aufforderung zu teilen. Ne? Die einen teilen Zeit, die anderen verschenken ein Lächeln. Die Karte sagt auch, dass Glücklichsein ein Geburtsrecht ist und dass wir uns frei fühlen dürfen. Und was ganz wichtig ist, viele von uns verbinden ja auch das Vorankommen mit Schwierigkeiten oder mit Kämpfen. Und es geht hier darum, dass man eben nicht kämpft, dass man nicht auf morgen wartet, dass man jetzt lebt und dass wir eben in Leichtigkeit weitergehen und von Freude umgeben auch schnell größer werden. Spannend, ne? Jetzt haben wir unterm Deck also sozusagen im Thema die verzauberte Wiese mit dem Hund dran. Und das ist jetzt ganz spannend, denn wenn ich es sozusagen jetzt das zugrunde liegende Thema für diese Legung nehme, dann ist die Karte an sich schon eine Zeit oder eine Aufmunterung oder eine Erinnerung, dass wir unsere Energien erneuern dürfen. Die Batterien aufladen, Selbstfürsorge betreiben, Einflüsse weglassen, die nicht wirklich günstig sind, zusammen mit anderen oder auch mit Freunden, mit Leuten, wo die Chemie stimmt oder wo die Verbindung einfach steht, gute Dinge machen. Die Zeit an sich wird hier schon vorangegeben, dass hier eine Blüte und Entfaltung entsteht und hier haben wir ja das Aufwachen. Und es geht darum, dass man sich im Thema eine Grundlage schafft, von der man nachher sozusagen sich nähren lassen kann. Und so, dass man auch gut steht, wenn die Dinge beginnen. Und da ist auch das Energieaufnehmen wichtig. Es ist auch wichtig, dass man anderen hilft oder dass man Freunde unterstützt, dass man für sie da ist. Dass man Auszeiten nimmt, wenn man sie braucht und dass man einfach in der Zeit Dinge instand setzt, seinen Besitz verwaltet sozusagen. Und dass man diesen Weg so geht, dass man sich möglichst selbst, ja vielleicht auch sein ganzes Selbst umsetzen kann in einer leichten Energie. Dann würde ich sagen, ich lasse euch jetzt ein Vögelchen noch wählen. Den sieht man hier jetzt, wir nehmen den Papagei,
Dann habe ich hier den Star und ich habe hier die Blaumeise. Und ich würde nehmen den Star. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Zuversicht und Geduld. Das Leben hat alles für dich vorbereitet. Visionen machen sich breit, bleibe bei dir. Dann entwickeln sich die Dinge von ganz alleine und in der Ruhe liegt die Kraft. Der Papagei hat, ich fliege in dein Leben, weil jetzt die Zeit der Kommunikation gekommen ist. Es ist an der Zeit, dich wieder mit anderen Menschen auszutauschen. Sei kreativ, denn du hast künstlerische Talente. Das ist auch etwas, was hier aufwachen könnte, ne? Und die Blaumeise. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Verspieltheit, Ideenreichtum und Hingabe. Nimm eine neue Perspektive der Herausforderungen deines Lebens ein. Gib deinen Ideen und Gaben einen Ausdruck und verwirkliche sie. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch und bis morgen.